damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream heute am Freitag mit mir, meine Freunde. Ich freue mich, dass ihr dabei seid zu unseren geilen Horror-Games, Thriller-Games, ja. Man kann es natürlich wunderbar sagen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet bisher eine schöne Zeit gehabt. Wir schauen uns heute den zweiten Teil von The Suicide of Rachel Foster an. Letztes Mal haben wir zumindest herausgefunden, dass zumindest die Chance besteht, dass diese Rachel noch lebt. Rachel ist quasi die Teenagerin, die mit der Vater von dem Charakter, den wir spielen, eine Affäre hatte und dort wohl ein Kind daraus entstanden ist. Wir sind wieder mal in einem alten Hotel und dort gilt es jetzt, diese ganzen Geheimnisse herauszufinden und herauszufinden, was da so abgeht. Heute bin ich endlich mal wieder seit langem dabei. Ich freue mich, Anna. Ich freue mich, Anna, dass du dabei bist. Schön, dass das mal wieder klappt. Du arbeitest bestimmt um die Zeiten, wenn wir gerade anfangen zu streamen oder musst ins Bett, weil du früh aufstehen musst. Und die Jenny ist auch dabei. Hi Jenny, ich freue mich, dass du dabei bist. Endlich zum zweiten Teil. Ich bin ja schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, wie das jetzt nun weitergeht. Das Spiel ist ja jetzt wirklich kein super Horrorspiel oder so, was nur mit Panikattacken oder so kommt, sondern wirklich mehr so ein Thriller, eine Geschichte zum Spielen. Hi Philipp, schön, dass du dabei bist, auch du und wahrscheinlich in Begleitung, vielleicht, mal sehen. Ich habe heute wieder ein paar geile Sachen eingebaut, und zwar, wenn ich sage liken und abonnieren, dann kommt das. Okay, cool. Gut, das funktioniert schon mal nicht. Jetzt probiere ich das nochmal mit abonnieren. Auch nicht. Mist! Aber das funktioniert. Scheiße. Ja, das funktioniert. Wenn ich dann in der Ecke sitze, seht ihr es dann auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich sind gerade meine GIF-Links abgelaufen. Das ist natürlich super ärgerlich. Aber ich habe jetzt einen Mechanismus eingebaut, der in meiner Stimme heraushört, was ich sage und daraus dann Schlüsse zieht und gewisse Sachen dann sozusagen einblendet. Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, dachte ich mir. Zum Ausprobieren, ich schaue mal, ob ich das kurz fixen kann. So, wenn ich zum Beispiel sage, was soll ich denn machen? Dann kommt auch nichts mehr. Sehr geil. Ja, was für ein... okay, kann ich das hochladen? Ich gucke mal, ob ich das kurz hochladen kann. Das wäre jetzt natürlich super ärgerlich, wenn wir das gar nicht mehr hätten. Refresh? Nee, schade. Ja, okay, gut, dann muss ich das wohl mal deaktivieren. Ja, ansonsten, ich hoffe, euch geht es gut. So, die Anna hat geschrieben, ganz viel geschrieben. Anna macht Essen, wie es sich gehört. Wunderbar. Save Point an den Macho da drüben. Und die Anna hat geschrieben, ja leider und aktuell auch voll in der Prüfungsphase. Heute bist du mein Programm zum Abschalten. Ja, ich hoffe doch, dass das was nützt, ja. Gut, ich würde sagen, dass wir auch gar nicht mehr so viel schnabbeln und direkt mal in unser Game reinstarten. Auch wenn... Gott, da tippt einer schon. Philipp Gessner schockt mit 1 Euro Trinkgeld. Kleiner Pre-Schocker. Kleiner Pre-Schocker, jawohl. Jetzt muss ich mal ganz kurz anhören, ob das wieder doppelt klingt. Also ich habe... Kleiner Pre-Schocker. Nee, das... Achtung. Ja, perfekt. Letztes Mal war das nämlich irgendwie doppelt und dann klang das irgendwie voll verhallt und jetzt klingt das aber richtig. Für alle, die das letzte Mal jetzt nicht dabei waren, der Schocker und euer Kommentar dabei wird auch dann vorgelesen. Ich freue mich natürlich über geile Jokes. Der Danny hat es letztes Mal gut krachen lassen und danke für den Tipp übrigens, Philipp, ja. Ja, also falls ihr mal so richtig armselige Jokes habt, die ihr mit dem Schocker kombinieren wollt, erst Angst machen und dann zum Lachen bringen, finde ich absolut geil. Und unser geiler Klaus liest die dann vor und das klingt auch richtig gut. So, Kern.
Wahrscheinlich gern. Na, so. Gut, ich setze mich mal ins Eckchen und dann starten wir unser Game, damit wir auch gar nicht so lange Zeit damit verschwenden. Wir wollen ja auch sofort unser Game sehen. Mal schauen, ob das diesmal Jahren, jawohl, so verstehe ich das, wie du das meinst, ja. So, unser Game ist schon wieder nicht zu sehen. Ich finde das sehr interessant. Haben wir das aktiviert? Können wir das aktivieren? Ich habe aktiviert. Mal sehen, was passiert. Sonst müssen wir das da machen. Das geht immer, weil es dann der Bildschirm ist. Frisst aber ein bisschen mehr Leistung. Macht aber gar nichts. So, The Suicide of... zu spät. Pech gehabt. Wer ist Klaus? Klaus ist der Vorleser. Klaus ist der Vorleser. Ich habe ihn zumindest Klaus getauft. Ich finde, der klingt wie ein Klaus. So, gut. Ich check noch mal kurz, ob hier alles coolio ist. Ich denke schon. Ihr habt heute auch mal einen anderen Starting Screen gesehen. Der ist cool. Der ist nämlich, wie sagt man, der ist flexibel und der passt sich immer dem Spiel an, was man gerade spielt. Da sieht man so ein paar Spieleszenen und so Infos kann man auch einblenden lassen. Ich habe das jetzt mal auf den Timer gesetzt. Ja. Und natürlich streamen wir heute wieder auf YouTube, Facebook und Twitch gleichzeitig, sodass man das genießen kann, wo auch man Lust hat. Manche gucken das tatsächlich auf Twitch und der Chat ist dann auch immer vereinigt. So, wir werden jetzt mal fortfahren und sehen, wo unsere Reise im Hotel hier weitergeht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Scheiße, dann sehen wir das. Ist mit anderen Worten auch gekoppelt, also das kommt dann quasi in dem Moment, wo ich sage Tag 4. Genau, hier haben wir aufgehört. Wir haben zuletzt hier so eine geile... Reporting is ordered, sir. You awake? Sorta. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Also, wir sind Nicole und Nicole ist die Tochter der Besitzer dieses Hotels. Das ist jetzt so ein Apartmentbereich, in dem wir uns jetzt aufhalten. Und wir sind Nicole und unsere Eltern sind beide gestorben und wir haben jetzt den Auftrag von der Mutter bekommen, das Hotel nochmal zu verkaufen und die Familie der geschwängerten Teenagerin mit dem Geld in irgendeiner Weise aufzustocken, also der das Geld dann eben zu geben und ein bisschen da irgendwie davon was zu bezahlen, vielleicht die Beerdigung oder so. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier seit 4 Tagen in dem Hotel, weil es eben halt hier verschneit ist. Und früher, als wir das Hotel hier betrieben haben, habe ich quasi hier gewohnt. Ich bin Nicole, also der Charakter hier hat in diesem Zimmer gewohnt. Und jetzt ist es eben so, dass wir hier mehr oder weniger gefangen sind und versuchen müssen, uns hier irgendwie rauszuschlingeln. Wir haben einen Drohanruf bisher schon bekommen. Und bei diesem Drohanruf wurde gesagt, dass wir aufhören sollen, den Shit hier zu machen. Guten Abend, bin wieder da. Hi Sarah, schön, dass du wieder dabei bist. Anna darf jetzt auch mitschauen, also 7 Viewer. Okay, schön, wunderbar. Ja, ihr habt es gerade gesehen, also immer wenn ich Scheiß oder Mist sage, dann habe ich diesen Kothaufen im Gesicht. Normalerweise auch, wenn ich abonnieren sage, aber das wird jetzt nicht funktionieren, weil, ja. Okay, also wir müssen jetzt ein paar Hinweisen nachgehen, weil es gibt eine Option, dass diese Rachel, das ist das Mädchen hier, das unser Vater geschwängert hat und mit der auch eine Affäre hatte und die dann irgendwie, hat sie sich dann umgebracht, so hieß es zumindest. Jetzt gibt es aber Hinweise darauf, dass die eventuell noch leben könnte. Und den Hinweisen werden wir jetzt nachgehen. Genau. So, dann gucken wir mal. Immer wenn dieses Walkie-Talkie-Symbol erscheint, können wir telefonieren. Und zwar mit einem You didn't tell me you knew Leonard. Bekannten. I thought we'd been through that. Let me finish. Scheiß. I spent the night going through his stuff and I want to know what you think.
Was ein Scheiß. You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. Ooh, what do you mean you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Wir nehmen das möchte ich herausfinden, ob die wirklich That's what tot everyone ist. says. But maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. Das geht gar nichts an, wie wir das machen. Ich möchte meinem Instinkt folgen. I'm not busy at the moment. I want to follow my instinct. Haven't done it in so long, and it feels like things don't add up here. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Also, ja, wir werden jetzt mal die Hinweise verfolgen. Ansehen. Also, das ist der Vater von Rachel, dem Mädchen, was gestorben ist angeblich. Und das ist ein Lippenstift. Das wurde vorher, also im letzten Stream schon gesagt. Der Lippenstift ist seit 10 Jahren nicht mehr produziert worden, aber er sieht aus wie nagelneu. Und Leonards Buch. Rachel is sad. Rachel says she feels alone. Love you, Rachel, Dark Matter. So, der Vater ist Astrophysiker. So, und hier ist die Route von Rachel. Hier ist das Hotel und hier ist sie wohl lang gegangen und hat sich hier dann irgendwo von den Klippen gestürzt, weil sie es wahrscheinlich nicht mehr ertragen hat, whatever. Rachels Tod. So, ich weiß jetzt noch nicht so genau, wo konnten wir gucken, was ist hier? Q, W, da. Irgendwas an Rachels Geschichte stimmt nicht. Ich muss den Hinweisen in Leonards Zimmer nachgehen und es herausfinden. Niemals. So, haben wir denn jetzt hier... Okay. Wir müssen die ganze Zeit mit diesem Ingolf hier telefonieren. Reverend Foster. You know, I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh, even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Scheiß. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Ich mag keine Pfarrer. Auf mich wirkte er wie ein Alien. Back in the day, I thought he was a kind of reptilian with a human skin suit. His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Right. So, müssen wir den jetzt wegen jeden Scheißdreck anrufen? Ja, wir müssen ihn wegen jeden Dreck anrufen. Lippenstift. Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's Ist das so? other women. I mean, Yeah, sure. Leonard ruined his life over a 16-year-old, became a recluse, lost everything, and in the meantime, die war he supposedly 16 had another sogar. lover, maybe even 2. could the cold have preserved? Possibly. Anything else?
Wir müssen ihm echt wegen jedem Scheiß hier Bescheid sagen. Das kommt echt ein bisschen zu oft, ne? Hey, I Scheiß. found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel. Or Rachel is sad. Or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there must be an explanation. Of course, there's an explanation for everything, and we've got to find it. Okay, also das Buch wurde 8 Jahre nach Rachels Tod erst gedruckt und hier stehen aber trotzdem Dinge drin, die ihr Vater hier reingeschrieben hat. Ich habe dich gehört, Rachel. Du warst genau hinter mir. Rachel ist traurig. Rachel sagt, sie fühlt sich alleine. Ich liebe dich, Rachel. Also die war 16 Jahre. In dem Alter hat der Vater quasi eine Affäre mit dem Mädchen gemacht gehabt. So. Okay, wir müssen jetzt hier alles abklappern. Geschichte einer Freundin, Artikel über Abschiedsbrief, Rachels Tod. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Yeah, that was the official version. Also in der offiziellen Version war sie einige Tage schon tot und 9 Wochen schwanger, als sie tot aufgefunden wurde. Das ist natürlich sehr traurig. Geschichte einer Freundin. From a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole. That's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. But she was a classmate. She couldn't have been wrong. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. Sie ist 30 Meter runtergefallen. Der ist fest davon überzeugt, dass sie nicht mehr lebt. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay, I'll hear you out. Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? Maybe, maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. Once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. I'll follow it to the T. Okay, die haben ganz schön viel gelabert, aber es gab eine Person, die eventuell, eine Klassenkameradin, die eventuell Rachel in diesem Hotel gesehen haben soll. Aber in der Zeitung, in der das erschienen ist, die hat nicht einen besonders guten Ruf. Okay, ich glaube, wir träumen. Hey, cutie pie. Ich kann mich hier nur in Slow Motion bewegen. Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end.
It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. Bist du es wirklich? Is it you? For real? Are you real? Their light is alive. Ich frage mich, ob wir auch rausgehen können. And those stars are alive and dead at the same time. Teddy, where did you go? Wir bleiben mal emotional. So much. Listen, sweet bee. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too. Das ist die Zahnspange aus dem Please. Ding. I love you. I love you. I love you. I love you. Ach, das ist... Rachel. Hä? Rachel. Das war gar nicht Nicole und ihr Vater, sondern Rachel und ihr Vater oder so. Tag 6. Okay, wir haben schon geschlafen. Und gegessen. Tomatensuppe. Morning. Am I interrupting? I was eating steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake, and a frothy cappuccino, Italian style. Was ein Scheiß. So the usual frozen beans. Sehr scharfsinnig. Sharp as a tack, as always, Agent. Huhu und hallo. Hi Nico. Schön, dass du wieder dabei Some bist. tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast, but it's all bullshit just to attract an audience. Trust me. Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like, with these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the timberline, too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kind of, well... Was labern die für einen Scheiß? Okay, the lights look good. How about the headphones? Don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones are better. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Nah, I didn't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay, kitchen no. Stan, where'd you leave all the gear? Room 1. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap. You freaking me? Holy shit, there it is. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear. Dad, stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? Ooh. That's it? Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike.
What happened in the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, 117, I think. Zimmer 117. 117, yeah. Same floor as my apartment. Okay. Der Dude am Telefon ist übrigens eine kleine Strecke von uns entfernt, versucht uns aber irgendwie hier die ganze Zeit zu helfen. Ich bin nicht so 100% sicher, ob man dem trauen kann. Er ist manchmal etwas zu hilfreich gefühlt. So. So. Ja, ich hoffe, ihr habt einen kühlen und sicheren Platz, wo immer ihr auch seid, übrigens, weil wurde ja Craziness heute angekündigt. Und ich habe auch schon eine Warnung von meinem Internet. Achso, das. Von meinem Internetanbieter bekommen, dass es sein kann, dass Internetausfälle entstehen. Aber bisher scheint alles cool zu sein. Keine Einschränkungen. So, Zimmer 117. Also es wurde ein Filmteam war hier, um irgendwie eine Show zu drehen. Hier ist einer gerannt. Oh oh. Hier ist ganz safe jemand drin. Jenny im Shop mit 2 Euro Trinkgeld. Oh, hab ich geschrien gerade. So, meine Stimme ist aufgekratzt. Danke, Jenny. Because someone barricaded it with an L bracket. Do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember where. Probably in the basement. It seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. So. Das Spiel macht das halt so wie viele andere Spiele auch, die einfach nur auf einen Raum begrenzt sind. Die schicken einen halt ständig hin und her, hin und her. Mich hat's auch voll erwischt, aber richtig übel. Danke, Jenny, für den Schock des Todes. Ich bin direkt durchgesweatet. Hey, found the screwdriver? So habe ich ja lange nicht mehr geschrien. Mein Hals tut ja richtig weh. I can't believe it. What a bunch of clowns. In Leonard's hotel. Here. Well, I can see why you're pissed. They must have shown up between deliveries. Die ist doch immer pissed. And the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Ich habe doch auch einen Schraubenzieher irgendwo gesehen. Wo war denn der? Well, I'm not superstitious, but if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Prayer, for example. Katzen sind unabhängige Tiere. Oh yes. For me, a black cat crossing the road just means he's on his way somewhere. Is that your line? Wo haben wir einen Schraubenzieher gesehen? Screwdriver. I'm out of here. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Wo wir hier einen Ah, hier. Der Drecksschraubenzieher. So. Ja, was ich ursprünglich sagen wollte, das ist so eines von diesen Spielen, die halt Gott sei Dank die Story zwischen 2 Personen erzählen und nicht über 8 Millionen Briefe. Das kennt man ja sonst auch so, dass man sich das als Entwickler leicht macht und dann einfach alles in 10.000 Briefen versteckt. Hier gehen wir noch nicht hin. Die erzählen das zumindest untereinander, aber dementsprechend wird halt auch sehr, sehr viel hier geredet.
Das ist wahrscheinlich auch... Ich sehe hier immer so ein Licht fliegen. Okay, das schauen wir uns später an. Wir wollen jetzt mal gucken, was in Zimmer 117 hier los ist. Auf jeden Fall schickt das Spiel einen eben halt aufgrund der begrenzten Größe ständig halt hoch, runter und dann muss man... Was ist denn das jetzt? Ich kann meinen Satz noch nicht mal zu Ende bringen. Auf jeden Fall schickt uns das ständig hoch und runter, um eben halt diese Wege auszugleichen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Zimmer ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Hier wird doch nicht jemand sein. Was ist das für ein Zimmer? 4-Bettzimmer. Okay. Ach, ist das die Videocrew eventuell? Kamera. Vermisst-Schild. Man kann halt auch mit jedem Scheiß hier interagieren, ne? Ich hab Scheiß gesagt. Nochmal. Eine schöne 80er Jahre Videocam. Sowas hatte mein Vater damals auch. Da hat man gleich auf die großen Kassetten aufgenommen. Gab es die kleinen nicht. Deswegen waren diese Kameras riesig. Das waren, glaube ich, die ersten. Das spielt hier übrigens Anfang der 90er Jahre. Irgendwann, glaube ich, 93 oder 94. Winston. Hohlspiegelmikrofon. Was ist denn das? Drücke 3, um das auszurüsten. Aha. Ach, wir können jetzt Geräusche verstärken. Oder so. Ich hätte gern lieber mal einen Hammer oder so. Hier sind safe Leute, ich höre das die ganze Zeit. Okay, jetzt ist Schluss. Also entweder passen die Sounds nicht, oder hier sind die ganze Zeit Leute hinter mir unterwegs. Das Spiel macht mich verrückt. Hier Kolgate. Kamm. Okay, das haben wir schon alles mal gesehen. Toilette geht. So, und nun? Müssen wir jetzt unseren Boyfriend hier anrufen oder nicht? Flasche. Ah. Das ist das Filmteam. Who, you mean the owner? Leonard the freak? Uh-huh. I don't know. He's always locked up in the attic. You can hear him pacing up and down. Well, butter us. We've got the whole hotel to do whatever we want. Shut up a sec. There's that noise again in the headphones. Sounds like someone is talking to themselves. I think you're smoking the good stuff. Is that right? Jerk off. Did you see his face? He's missing a couple screws. A woman's voice. A girl. What the? I'll bet living alone in a place like this all winter, you can't help but go nuts. So depressing. Danny, did you get rid of the interference? Fuck, I pay you to do your job, not jerk around. Fuck off, Stan. What do you think I'm doing? It's a mess here. Nothing's working. There's voices. Listen, Danny, cut the crap. I'm gonna go have a cig, and if you don't figure it out by the time I'm done... What the fuck are you doing? I shot that thing! Wait, you're not taping. No, I mean, for real! What? What the? Someone's here, I'm telling you! What do you guys say? It looks more like a... oh my... Blair Witch. Nicoles! Oh God! I'm telling you! Was ist denn los? I can't find the keys! Oh God, this place is where Keys, hold it! Wie die schreit. Was geht denn ab?
Oh oh. Vielleicht lebt die ja doch nicht. Nicht so, wie wir uns das vorstellen. Oh oh. Okay, das könnte noch ein Problem werden. Das war alles genau hier. Hey! Mensch! Du Affe. Fuck's sake, Irving! Oh, what did I do? He gave me a heart attack. Sorry. I'll warn you with a carrier pigeon next time. What? I'm just curious to know what you found in that room. Well, you should be. You're never gonna believe it. Oh, das war jetzt ein bisschen extrem, wa? Die Spannung steigt. Ach, der Nico hat gefragt, ob alles gut ist bei uns. Ja, aber Logo, my friend. Wir haben wieder eine Zeitreise hinter uns, oder? Und steht hier ein Weihnachtsbaum jetzt. Weihnachtsbaum. Here I am. You still there? Where else should I be? Welcher Tag ist heute? Did you forget what day it is? I wouldn't miss Nicole's amazing adventures in the remote mountains for anything. Irving, don't tell me you're staying on just for me. Go. I promise not to get into any trouble for the rest of the night. I already told you. I'm sticking around till you get closure. Thanks. You always do Haben wir that? den jetzt aufgebaut? Worry about every desperate stranger that knocks on your door. You're no stranger. Ja, haben uns nie We've getroffen. never met, Irving. Ach, hier war der Baum. Can't even picture your face. You've been a part of this place since you were born. You belong here. Well, I thought I left all this behind. Okay. Maybe I still have a ways to go. To be free? You're making progress. 2 days ago, you would have skinned me alive if I'd called you a country bumpkin. Vielleicht wetze ich gerade, das Tells you I'm Messer. not sharpening my knives this very minute. It's good we're just talking on the phone then. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie / defibrillator. It's a real phone, and trust me, in a few years, everybody'll have one. You think? It's easier for me to believe in ghosts than to imagine people being hounded by a phone when they're out and about. I'm grateful for it. I wouldn't have met you without it. Flirtest du etwa mit mir? Ach komm, wir machen den an. Ich bin froh, dass du hier bist. Well, I'm glad you're here. Yep, I probably would never have said that either 2 days ago. Ja, du warst voll die Bitch zu dem. This whole thing is over. We could, We? me, you, us. We'll see. It's sure Scheiße. gonna feel weird not to talk to you at least once a day. Same. Oh, hold on a sec. Don't go anywhere, okay? Huh? Oh, okay. You have a good night too, Miss Flattery. Merry Christmas. Good night, hon! Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this. Sorry, I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Christmas Eve is the right time to reminisce. Yeah, Yeah, I get it too. yeah. That's what there was. In the end, there was like a strange kind of warmth. Then it all ended. Christmas of '80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and Die nennt ihren Vater übrigens die ganze Zeit Leonard. they... Hey, And a year later, she killed herself. And what she was... don't be like that.
There you have it. Anna hätte Auslandsjob These are mit my einem Euro memories, Trinkgeld. and, Ich habe einen Wahnwitz, aber ich weiß nicht, ob der ankommt. Hey. No? What are you talking about? Like a clinking. Hier ist doch jemand, Leute. Danke, I don't Anna. hear anything. Ich möchte nachsehen. Ich habe mich nicht verhört. Sorry, I want to check. Okay. Okay, hier ist irgendjemand schon. Können wir unser geiles Lauschgerät anhören? Benutzen? Okay. Es ist Heiligabend. I was thinking about earlier when I said I was happy to have met you. Ein Bahnwitz, der nicht ankommt. I was trying to figure out how to tell you. I feel real close to you, Nikki. God, I hear myself talk. I sound like an idiot. Ich verstehe dich nicht. Irving, I don't know what you're trying to say, but right now I'm dealing with something else. I want to be there to help you. I'm just a useless voice on the mic. Believe me, right now I would also like a little bit more presence. You know, Sie spürt eine Anwesenheit. I said we'll talk later. all right, I get that I might be overdoing it. Sorry, I'm a... Nerv jetzt nicht, Irving. Sometimes it's... Irving, please, shut up. Thanks. Listen, we'll get back to this, but let me figure this out. Where is this sound coming from? I don't hear anything. Anyway, later. Diese Glocken, ist es das? Die höre ich, aber die kommen doch eher von hier oben. ...107, hier konnten... Nee, das... Was? Oh Gott, ich hab voll die Gänsehaut. Hier hat einer geatmet, doch safe. Ich fühle mich 1000% unwohl. Okay. Ich glaube, wir werden langsam irre. Kann ich hier rein? Nein. Irving, you hear me? Oh, for fuck's sake. Jetzt geht das Telefon auf einmal nicht. Den ganzen Tag haben sie schon gelabert. 102. Sorry I didn't answer. I was, busy. Oh, Natürlich. no problem. Wetten, der ist hier und macht diese Geräusche? Ich höre Geräusche. It's this microphone. Sometimes it captures sounds, What sounds? whispers. It could be a draft in the crawl spaces. Hotel's full of them. Yeah, sure. Sorry. I didn't mean to worry you. Heads up, and if you sense trouble, just let me know. Das waren doch eindeutig Stimmen. Diese Glöckchen. What the shit war denn das? Ich dachte, das ist hier in meinem Zimmer. Oh Gott! Okay, jetzt wird es hier richtig Rambazamba geben. Von hier kommt das. Oh ja, es wird immer lauter. Ich will nicht mehr. Was ist denn das für ein Psycho-Shit jetzt? Da. Hier ist es richtig laut. Aber ich kann nichts machen.
Ich bin voll angespannt. Koffer. Hinlegen. Diese Glocken machen mich irre. Okay, vielleicht ist das von draußen. Was ist das? Hier? Es wird leiser. Wahrscheinlich hier denn, ne? Es wird auch leiser. Hier wird es wieder lauter. Hier ist ja nur dieser Gammelflur. Ich krieg direkt Gänsehaut. Dort hinten irgendwo. Ich gehe jetzt aber trotzdem die Runde. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so unwohl gefühlt. Was soll ich machen? Museum. Wo führt das denn hin? Das kommt ganz stark von da. Aber da ist nichts. Ich komme hier nicht rein. Ich kann das nicht identifizieren. Das könnte auf jeder Ebene sein. Jetzt wird das immer lauter. Hier. Das lockt mich weg. Wir sind wieder hier. Verdammt!
Oh oh. Was soll ich denn machen? Ich werde jetzt nochmal das Gerät hier ausrüsten. Obwohl ich nicht kapiere, was ich damit machen soll. Ich höre die Geräusche, aber was bringt mir das? Magazin. Das ist extrem laut, aber... Und das ist egal. Hauptsache, ich gucke da in diese Richtung anscheinend. Die Höhe spielt hier keine Rolle anscheinend. Oh, jetzt wird es aber richtig laut. Da? Okay, es wird... Ich höre Wasser. Aber ich komme... Melden. Oh, das ist anstrengend. It's easy to freak out when you're on your own up there. Vielleicht hast du recht, ich werde das ganze Hotel ausräuchern lassen müssen. Ja. Maybe it's not me. It's this hotel. I didn't hear you. You know, for a second it was nice to imagine that the past could come back like that. Boah. We always had a party on December 23rd. Maybe you heard about it? Hat euch das auch so krass aufgewühlt? Sounds amazing. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. And I saw he wouldn't stop staring at that girl. Rachel. She talked and moved with the grace and confidence of an adult. She wore a dress with a bow on her back. She was so beautiful. Perfect. Fuck. It was the beginning of the end. Sag mal nicht, genauso wie Scheiße. Nikki, Sorry, I'm becoming a freaking nostalgic up here. Well, I can't hear that sound anymore. It's gone. I'm gonna look around again and then I'm going to bed. Ich schau mich nochmal um und gehe ins Bett. Na genau. So, okay, das Klingeln hat uns zu diesem Bild geführt. Das haben wir uns schon mal angeschaut im letzten Stream. Da war das Hotel noch belebt und beliebt. Immer diese Überblenden. Also ich habe ja mit so einem Horrorkram gar nicht mehr gerechnet, dass das so ein Psycho-Shit noch wird. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass das sehr storylastig bleibt. Aber jetzt ziehen sie wirklich die Riemen an. Wir sind in einer Kirche. Wie sind wir denn jetzt hierher gekommen? Ach, wir sind ja eine Frau, wir sind wahrscheinlich hergeflogen. Scheiße. So, was ist jetzt hier der Deal? Sind wir oder? Nee. Okay, wir sollen hier runtergehen wahrscheinlich. Also wir haben unser ganzes Equipment jetzt nicht mehr. Taschenlampe, Polaroid und Hörding. Was gibt's denn da zu lachen, Anna?
so, als wenn wir... Hier läuft eine Dusche. Hä? Wer sind wir und wo sind wir jetzt und warum sind wir hier? Fragen über Fragen. Ach, wir sollen uns noch mal umschauen, oder? War das jetzt der Deal? Und dann ins Bett gehen, hat er gesagt. Wir haben auch keine Aufgaben. Okay. So kann ich mir die Geräusche eines alten Hotels wirklich vorstellen. Es hat ja immer noch Strom und... Ja, hier sind die Toiletten, ne? Es hat ja immer noch Strom und Heizung und Wasser und alles Mögliche. Deswegen hört man natürlich diese einzelnen Gerätschaften auch alle irgendwie knattern. Knattern. So, pass auf. Das ist leer. Dann gehen wir jetzt mal hoch in unser Zimmerchen. Konnten wir nicht durch den Raum auch dahin? Nee. So viele Räume, dieses Hotel. Aber hier rum konnten wir. Okay. Wir sind safe nicht alleine. Ich weiß es, 100%. Ich höre hier nämlich die ganze Zeit Schritte. Diese Tür nervt auch ein bisschen. Ist jetzt Irving eigentlich da? Und warum waren wir jetzt in der Kirche? Hier atmet einer. Jetzt natürlich witzig, wenn hier die Sachen alle weg wären. Also wir sind noch Nicole wahrscheinlich. Aber Inventar. Ach, hier sind unsere Sachen. Hä? Warum waren die? Irving? Merry Christmas, Nikki. Ho, ho, ho. It's a little late for holiday greetings, but I expected that. What? Well, I thought you were calling to... Hey, is everything okay? Yes. Hast du keine anderen Probleme jetzt? I don't think so. No. What happened? I think I sleepwalked. Like in the old Laurel and Hardy movies? I'm serious. I woke up in church, standing in front of the lectern. Wow. Does that happen a lot? No. One doesn't just become a sleepwalker from one day to the next. It used to happen when I lived here. One time in February, I ended up outside. But no parent leaves the doors unlocked if their kid sleepwalks. I never told anyone. Sleepwalking episodes are common in children. That's not the point. I forgot all about it. Then I come back here and it happens again. If I ended up in that church, maybe there's a reason. Sometimes following your instinct is the best thing. Was hältst du davon, wenn du jetzt einfach mal herkommst? Die Kirche ist gruselig. I don't want to go back there now. But I'll think about it. Oh, Irving? Yeah? Oh, mir gefällt Nikki. I like that you call me Nikki. Wir werden uns jetzt den geilen Irving hier anlachen. Christmas. Nikki. Eine Liebesgeschichte wird hier draus. Und wie diese Liebesgeschichte weitergeht, werden wir nach einer kleinen Pause sehen, meine Freunde. Erfrischt euch gerne und bleibt dran. Bis gleich.
Und da sind wir auch schon wieder, meine Freunde, mit erhöhtem Puls natürlich. Pulspolizei ist am Start hier. Wo bist du heute eigentlich, Danny? Danny ist bestimmt heute ein Feierabendbier trinken. Na, aber sicher, Diggi. Sichi, Diggi. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Dieses Sichi, kennt ihr noch das Quiz-Taxi damals? Als die Leute hier irgendwelche Quizfragen im Taxi beantworten mussten, ohne zu wissen, dass sie in einem Quizauto sitzen. Natürlich alles gestaged und so, aber war ja witzig. Und der hat immer Sichi gesagt. Ich weiß das, weil ich damals ein Spiel runtergeladen habe, nämlich Quiz-Taxi. Das konnte man dann zocken selber. Und dieses Spiel, da hat er dann immer so seine Catchphrases, seine Sätze hat er dann immer so in dem Spiel dann nach und nach dann immer gesagt. Und daran kann ich mich noch erinnern. Er hat immer gesagt, Sichi, Junge. Nee, Sichi. Sichi einfach. Na, Sichi. So, ich habe meinen Ventilator noch eine Stufe höher gedreht. Hört ihr den? Stört der? Ansonsten muss ich den nochmal eine Stufe runtersetzen, weil mein PC ist nämlich hier unter mir und der bläst aktuell mit 60 bis 70 Grad Abluft Temperaturen unter meinen Tisch. Ich möchte nicht dort unten sein jetzt aktuell mit meiner Nase. So, gut, dann wie gesagt hoffe ich, dass ihr sehr erfrischt seid, meine Freunde, und wir gehen weiter. Und ich bin gespannt, wo das Ganze hier noch hinführen soll. Nö, alles IO. Wunderbar. Jenny, danke. Okay, also wir sind geschlafwandelt und sind in der Kapelle angekommen, in der Kirche angekommen und haben da eigentlich auch nichts weiter festgestellt. Jetzt ist die Frage, was der Auftrag ist. Ich muss zurück zur Church, darauf habe ich keine große Lust, aber mein Schlafwandeln muss ein Zeichen sein. Okay, und es läutet auch. Okay, man hört das ganz deutlich. Die Church ist aktiv. Ich frage mich, wer da die Glocken läutet. Ich höre immer noch so Atemgeräusche hier. Die Frage ist, ob ich den Weg in diese Kirche wiederfinde oder nicht. Wir hätten da auch nicht bleiben können, weil wir mussten erstmal unseren ganzen Kram hier wieder einsammeln. Okay. Was ist denn hier unten? Hier waren wir noch gar nicht. Hier ist so ein Spieldinger, ne? Arcade-Spiele. Street Warrior, Furry Road Survivor. Keine Ahnung. Ping-Pong? Okay. Das ist natürlich eine Anspielung auf Pong. Street Warrior, Street Fighter wahrscheinlich. Geilomat. Und Furry Road Survivor. Welches ist das? Was haben wir hier? Mission to Mars und Hole in One. Okay. Sind die in Betrieb? Ne, kann man nicht zocken. Schöner, die Teile sind mittlerweile, ne, richtig was wert. Gerade die Originalen aus den 90ern oder 80er Jahren sind übelst krass was wert. So, ich glaube, hier ungefähr war das. Ich muss sagen, meine Orientierung in dem Spiel ist relativ okay. Obwohl, aber hier ist noch so ein Raum, den wir uns noch nicht angeguckt haben. Können wir benutzen. Das sind diese kleinen Service-Räume, in die wir uns reinpressen können. Aber tatsächlich ist ja hier der... Ist ja nicht so... Was ist denn das? Puppenteile. Das Ziel ist ja nicht hier irgendwie geheime Dinge, also zumindest... Gott, ich krieg keinen Satz hier fertig. Zumindest ist das Hauptziel nicht hier geheime Dinge zu finden, in dem Sinne, die versteckt sind. Das sind ja nur so Abkürzungen zum Teil. Wo sind wir denn jetzt?
Wir sind jetzt oben. Ist das ein Handabdruck? So eine Riesenhand. Okay, das war jetzt, ne? So viel zur Orientierung hier. Das war jetzt sinnlos. Gut, dann fangen wir nochmal von vorne an. Kann man hier rüber runtergehen auch? Ja. Nehmen wir eben diese Treppen hier. So, wir sind wieder im Ballsaal. Ich könnte jetzt natürlich ganz entspannt auch mal auf die Karte gucken. Ja, dann werden wir das halt wohl machen müssen, ne? So, Notenblätter, das ist die Karte. Wo sind wir? Hall, Dining Room, Ballroom. So, wir sind jetzt... Ja, ich kann es jetzt natürlich nicht zeigen. Das ist ja mein Display. Also, wir sind da oben links. Und die Church ist draußen mit Sicherheit, ja, ne? Church draußen. Also, wir müssen Richtung Keller. Dann hinterm Waschsalon. Geht dann eine Treppe hoch oder runter, je nachdem. Aber ist das der richtige Raum? Na gut, wir gehen erstmal in die Garage. Und dann werden wir es schon finden. So, ab zur Garage. First Floor Fireplace. Wo war denn jetzt die Garage? Wir gehen mal von hier aus dann in die Garage. Ground Floor ist ja Erdgeschoss, ne? Ne, hier sind wir im Mitarbeiterbereich. Und dann sind wir auch hier schon wieder. Perfekt. Hier klingelt es immer kurz. Ich weiß nicht, ob das das Telefon ist. So, aber von hier aus kommen wir safe in den Keller. Von dort aus werden wir uns dann zur Kirche bemühen. Zu schauen, was das wohl für ein Zeichen sein soll. Ah ja, hier haben wir aufgehört. Sind wir hier rüber? Ne, hier waren wir auch fail. Also hinterm Waschsaal. Hi. I was thinking, there really could be a repressed reason as to why you ended up there. Du glaubst also nicht, dass ich verrückt bin. Lass uns göttliche Vorsehung erstmal ausschließen. So you've come to the conclusion that I'm not crazy? Never thought that. Well, at least not in this case. Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole. Ja, hier geht's zur Kirche. So, if I think about the church, I think about my mother. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities, you know, that kind of stuff. I know what you mean. I think she found gratification in doing that, something she didn't get elsewhere, including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Fundraising? God. I gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. No. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. Okay, mal ganz kurz meinen Lüfter noch ein bisschen verstellen. Ach so, das sind wir wieder. Okay, wir haben es in die Kirche geschafft. Sie hat gerade gesagt, dass sie lieber mit ihrem Vater abgehangen hat, weil der etwas lustiger war als sie. Können wir Orgel spielen? Lieber nicht. You want to play the organ in a church in the middle of the night? Ja. Hey, what are you doing there?
Dunno. I think you stayed on the line. Didn't notice. Zu viel Horror? You think it's too horror? The church, the organ, the notes reverberating in the dark? It's been years since anyone played it. My mother's heart would break to see it like this. She adored it. You should take it with you. To play it. In Portland. Das ist doch keine Orgel, Junge. Ein Klavier. Eine Orgel hat erstmal 1000 solche Dinger. I couldn't play even if I wanted. Also Pedale. I never learned. I don't think playing the organ is a crucial thing these days. Yeah, right. Tell that to my mom. Essential part of a woman's education, I must admit. Oh, poor mom. Jesus. She had a daughter that would rather dig for gold at Hunter's Gulch till the cows came home. I can totally picture you. Uh-huh. Then there was Rachel, who reminded me how useless I was in music. Look how good Rachel is. Look how she puts her mind to it. She doesn't know how to read, but she's got a real ear for it. While I was considered the illiterate artist in the house. If Rachel had been around, she would have improvised Beethoven's Ninth. Was she so perfect? Yes. I'm only just now realizing how jealous I was. Keep looking. Los, die haben aber auch lange Lava-Eskapaden hier miteinander. Nikki? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church, but I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. The mystery of the secret storeroom. Ooh, sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible. Yes. Oh, something like, down the stairs, watch your step, don't fall apart, or it's your end. Round a corner, turn around, there's your way in front of you. All that's closed can be open too if you see beyond its looks. But how can I remember it? How it's... I... Wow. Total mystery. Want to play? Yes. I need to think about it. I have no idea what it means. I'll call you if anything comes to mind. Okay. Also es gibt eine geheime Abstellkammer. Schauen wir uns das noch an. The paintings of the saints. I was convinced Leonard had gotten rid of them. Why? He liked saying that it was more likely to find God in a supernova than in a church. I don't see what he had in common with the Reverend Solomon Foster. They mostly talked for long stretches in between chess moves up in the attic. United by pawns and bishops, but divided by the saints. Divided by everything else, I'd say. Okay. Ich gucke mal ganz kurz. Checkliste. Wenn ich das Rätsel löse, kann ich vielleicht die alte Abstellkammer finden. Okay. Da ist sie doch bestimmt schon. Oh shit. Oh, shit. Was ist denn? Okay, Herzklopfen hat hier begonnen. Hier liegt Schnee. Warum liegt hier Stroh rum? Wir haben so eine Dynamo-Taschenlampe.
Behinderter. Retard. Hier ist ein Schlüssel. Oh, shit. So, found the mystery decorations? No decorations. Is everything okay? I found something. What? It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Of course, yeah. What bedroom? Tell me what you see. Okay. There's some windows drawn on the walls. Books. Sheet music. A pink bed. It's like a kid's room. No way. This place doesn't make sense. No one would live down here. Nicole, Nikki, I think you should get out of there now. Wait. There's got to be an explanation. Okay, that's it. Now I'm calling the head office in Billings. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to... Jesus Christ, Irving. What? This is all Rachel's stuff. Understand? It's her room, a replica. You don't know that. You can't know what her room looked like. Everything here reminds me of her. Let me look around. I'm sure I'll find an explanation. But my other hand's on the red phone. Keep it there, but don't make the call. I need to figure out what's going on here. Das ist alles Rachels Zeug. Okay, wir können über ein paar Sachen sprechen. Schlüssel aufheben. Brotkrumen. Hey, can you hear me? Yes. We have to call someone. You have to get out of there right now. Irving ist ein bisschen panisch drauf. Found a key. It's from my old music box, the one in Leonard's room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know and I don't want to know. Tell you what I think? Someone could have been in your room. Das ist egal. It doesn't matter. How can you be so calm? If someone was in there, he's not here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on, here. Irgendwas hat das auch mit der Zahnspange von dieser Rachel zu tun. Yes. Nicole, listen. I already know what you're gonna say, but please trust me. Get out of there. No way. You do realize you found the replica of a dead girl's bedroom. This is sick. This is The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why all of this... We'll figure it out with the sheriff. Once you're out of there, into a safe hotel room in town. Please, just... Listen, a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line, old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. But if it's true, you realize what that means. What? What are you trying to tell me? Your father... He spent years in there, in total solitude. With the weight of his family and Rachel on his conscience. He wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know that too. You're joking, right? You think he did this? Think about it. That room could be an act of love. Distorted, even morbid, but in his eyes... How dare you? My father might have had a lot of weaknesses, but surely what you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old, but fucking hell, don't you dare even think that. He would never have built a fucking underground shrine for a dead person. Your father had changed in the end. You didn't spend time with him, but I met him, and I'm telling you,
No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that Call only if you really want to help. My father doesn't deserve this bullshit, and nor do I. Der Irving hat jetzt ein paar Dinge gesagt, die Nikki gar nicht gefallen haben. How dare you? You don't know shit. You don't know fuck. Finally, a bit of peace and quiet. It'll help me clear my head without those incessant phone calls. I'm not a fucking switchboard, for fuck's sake. Okay, let me piece things together. I just found out there's a room dedicated to Rachel Foster in my father's hotel. Maybe with items from her real room. Holy Jesus, that's freaky. Some people think she didn't commit suicide, and some even think she's still alive. I have to think it through. What concrete clues did I find? First thing, the phone call. They said Rachel isn't dead. Then the lipstick from 10 years ago turns up, still good. And then my father's various notes where he says he still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the timberline. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction. If Rachel didn't kill herself, Rachel could have lived here. But if she's still alive, why doesn't she tell her parents? Unless they're all in cahoots. No suicide, no timberline money. No, I'm just being paranoid. And then there'd be no reason for her to live in a fucking underground replica of her room. My key in the middle of Rachel's stuff. Is it a message? Where do I fit in? Are you trying to tell me something, Dad? My music box with the hockey player. I don't think I have the guts to hear that tune again. But I must. Die hat jetzt gerade nochmal alles, was so passiert ist, irgendwie zusammengefasst. Hat aber jetzt keine finale Meinung dazu, was jetzt wirklich hier los ist. Ist echt anstrengend, aber super spannend. Wofür hat der Vater dieses Zimmer da gebaut? Wir haben jetzt Irving verjagt, weil der die Vermutung angestellt hat, dass der Vater ein bisschen irre war und da dieses Zimmer nur gebaut hat, um wie so einen kleinen Totenschrein zu haben. Aber er schreibt ja hier, dass er sie gesehen hat. Und dass sie traurig ist. Was ist los? Wo ist die? So, wir lesen nochmal nach. Der Schlüssel, den ich gefunden habe, gehört zur Spieluhr in Leonards Zimmer. Ich werde sie öffnen. Öffnen. In Leonards Zimmer. Spieluhr. Da. Mal sehen, was jetzt passiert. Ganz schön spannend, oder? Ist bei euch auch Unwetter? Eigentlich Unwetter. Also ich kriege das gerade nicht mit, aber ich glaube nicht. Kleine Medaille. The 27th of December, 1983. The hockey finals at Missoula. Us against Cold Springs High. We won by sudden death after a 3-hour game, and I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers, that was the night Rachel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage
that I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. I was so happy. But you had other things on your mind, right? And you and Mom started fighting. The voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with the suitcases and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here, and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to, Daddy? Ich finde es schade, dass wir den Irving jetzt nicht mehr anrufen, weil wir im Streit mit dem sind. Bei mir war gestern Abend und heute so gegen 19 Uhr sehr unangenehm draußen, aber lang nicht so schlimm wie die anderen Regionen. Ja. So gegen 21 Uhr wäre das an uns vorbeigezogen hier. Aber da waren wir ja schon im Stream und bei mir ist dann hier alles zu und dunkel und ich höre eigentlich gar nichts mehr wegen Noise Cancelling. Und ich sehe gerade, ich habe meinen ganzen Tisch voll geschmiert. Sehr schön. So. Ja, alles nass. Alles feucht. Aber das Wasser wird mich kühlen. Also hier drinnen sind locker 30 Grad oder so. Lederner Stuhl hinter mir. T-Shirt. Ich produziere Klebeflächen. So. Offensichtlich reden wir wieder mit Irving. Irving. Finally. Du bist der Einzige, den ich hab. Komm. I know, I told you to go to hell. I was dying on this chair. Ich habe nicht vor, mich zu entschuldigen. Ich hatte You're Schiss. right. That room freaked me out. Muss So, uns ein bisschen I looked einschleimen. around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. I know, I'll be careful. Latsch doch die Dreckstüre ein. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? Euch noch eine schöne Nacht, Philipp. Bis zum nächsten Mal. Ich mache das alleine. Maybe Schön, dass ihr da wart. in my music box I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Mhm. Noch eine Abstellkammer, die wir uns anschauen sollen. Ich sollte einen Blick ins Mezzanier werfen. In der Mitte finden die Dinge ihre richtige Position. Hä? Habt ihr das gehört? Okay, auf der Etage hier geht es aber so richtig hart ab. So, ab zur Suppenküche. Das ist eine geheime... Was ist das denn hier immer?
Ist irgendwie so ein Funkgerät, was immer wieder angeht, wenn wir hier langlaufen. Mystisch. Das ist ja hier nicht gemeint, ne? Aber hier ist wieder so ein Durchgang. Ich verstehe nicht diese Durchgangszimmer hier, was die uns so richtig bringen, weil die führen ja immer zu Räumen, die wir schon kennen. Oder zu Etagen. Das sind nur einfach so schnelle Wege dahin. So, hier ist aus. Aha. Was sind das für Leute jetzt? Er hat doch gerade einer Help gesagt. Oder täusche ich mich da? Ach hier, das führt... Das sind ja immer hier irgendwie so Zimmer, die so Geheimgänge sind. Was ist eigentlich hier passiert? Das sind so kleine geheime Zimmerchen oder Wege, die da immer... Also häufig zu dieser Master Suite führen, wo Leonard gewohnt hat und wir als Kind. War die Küche hier? Hier ist ein Lagerraum. Ich glaube, hier war die Küche auch dann, ne? So, und hier gibt es ein Storage Room. Dad's Office. Ich sollte einen Blick ins Mezzanine. Mezzanine. Was heißt Mezzanine? Mezzanin. In der Mitte finden die Dinge ihre richtige Position. Was bedeutet das? Ich blende mal meine Cam kurz aus, dann könnt ihr das auch mal lesen. Schaut mal, was heißt das? Mezzanin, Messi. Wir haben noch eine Köchin hier anwesend. Erzähl mal, was bedeutet das? Was ist hier gemeint? In der Mitte. Na, hier sind wir hergekommen. Habt ihr so ein Wort schon mal gelesen? Vielleicht kann die Jenny mal kurz googeln, was das bedeutet. Gästebuch. Und hier kommen wir wieder zur Rezeption und zur Halle. Keine Ahnung, was das sein könnte. Ein Blick ins Mezzanine. Ja, ich muss das mal kurz googeln, was das bedeutet. Das werden wir sonst nie im Leben rausfinden, wo das sein soll. Mezzanine.
aus der Architektur und bedeutet Zwischengeschoss. Im übertragenen Sinne verbindet Mezzaninkapital die Charakteristik von Fremd- und Eigenkapital. Zwischengeschoss. Okay, das wird auch noch andersweitig genutzt. Zwischengeschoss. Wo ist das Zwischengeschoss? In der Mitte die richtige Position. Okay. Gut, Zwischengeschoss. Das heißt, wir müssen von oben mal anfangen In der Mitte fangen wir mal an. Genau, Zwischengeschoss. Lest doch erstmal, bevor du googelst. Sorry. Aber jetzt haben wir es gemeinschaftlich rausgefunden. Auch nicht so schlimm. So, Zwischengeschoss. Ich gehe jetzt mal noch mal zur Küche und von dort aus gehen wir dann hoch. Können wir hier rein? Nö. Tja, Zwischengeschoss oben, unten. Das ist halt so die nächste Frage. Wir waren oben, als wir darüber gesprochen haben mit Irving. Also könnte es sein, dass wir auch von oben damit anfangen müssen. Wenn ich nur wüsste, wo ich hin muss. So, Moment. Da. Von hier aus gehen wir jetzt erstmal hoch. Und dann gucken wir mal. Overlook. First Floor. Genau, hier ist der Aussichtsbereich. So, dann gehen wir jetzt mal ganz hoch. Gucken mal, was wir da finden. Ging das hier weiter hoch? Ja. Zwischengeschoss. Kann ja theoretisch eigentlich auch nur unten sein, oder? Zwischengeschoss. Hier können wir ja nicht rein. So. Zwischengeschoss. Ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass wir schon mal so ein Zwischengeschoss hier gesehen haben, oder? Entweder ist das so ein geheimes Ding wieder. Oder da. Hier waren wir auch schon drin, oder? Ja, hier sind wir schon mal rausgekommen. Das hier könnte natürlich so ein Zwischengeschoss schon sein, oder? Ja, jetzt nicht mehr. Doch, das ist das, oder? Keine Livestreams mehr verpassen. Okay. Hier sind wir doch wieder. Die Wege führen alle hierher. So, dann gehen wir die nächste Etage. Ja, es müsste ja dann irgendwie dazwischen sein, ne? Wenn das hier Sinn ergeben soll. Jetzt sind wir wieder ganz unten. Hier geht es nur irgendwie zu den Klos. Oder was war hier? Ne, hier gibt es nur das Bild. Ich probiere es trotzdem nochmal unten. Also sobald das nicht ganz oben, nicht ganz unten ist von der Etage, müsste es ja schon ein Zwischengeschoss sein. Hier waren wir auch schon drin. Warum das so viele doppelte Wände hat, frage ich mich. So, das könnte zum Beispiel auch eins sein. Hier waren wir aber auch schon. Ich weiß nicht, ob wir was übersehen haben. Ah ja, hier ist es. Hier waren wir noch nicht. Ach doch, das ist hier... Doch, hier waren wir schon. Das ist hier, wo wir den Lippenstift, glaube ich, gefunden haben. Hier haben wir den Strom anschalten müssen, glaube ich.
Das sind ja so Zwischengeschosse, oder nicht? Was denkt ihr? Ich sollte einen Blick ins Zwischengeschoss werfen. In der Mitte finden die Dinge ihre richtige Position. In der Mitte finden die Dinge ihre richtige Position. Hier waren wir noch nicht drin, ne? Lucky Strike. Hier lacht einer. Also entweder sind wir total crazy mittlerweile, bilden uns das komplett ein, oder wir werden die ganze Zeit hier von irgendwelchen Geisterwesen verfolgt. Schrank. Ansehen. Eine alte afrikanische Vase. Das ist so eine afrikanisch-indianische Vase. Ihr hört das auch, ne? Ich bin nicht alleine, oder? Zwischengeschoss. Ich suche jetzt auch schon die Türen. Das nützt nichts. In der Mitte. Das heißt, vielleicht doch in so einen Zwischenraum reingehen und versuchen, möglichst in die Mitte zu kommen. Aber wie soll ich wissen, wo hier dann die offizielle Mitte ist? Ich kriege jetzt hier nochmal rein. Hilft nicht. Wir müssen das rausfinden jetzt. Geschoss ist ja so quasi, oder? Also aufeinander. Und zwischen zwei Geschossen ist dann ein Zwischengeschoss offensichtlich. So, jetzt ist aber die Frage, kehrt deshalb wieder zurück zu den Treppen und steigt diese hinab, bis ihr das erreicht. Geht jedoch nicht ganz nach unten, wo die Rezeption ist, sondern schaut euch den Bereich an. Okay, aber von wo müssen wir da runter, Jenny? Also von wo aus geht das los? Hier? Davon mit den Sofas genauer an. Dort sollten euch zwei leuchtende Lampen auffallen. Die eine steht auf einem runden Tisch und die andere auf einem schmalen neben der nach oben verlaufenden Treppe. Okay, nochmal. Kehrt deshalb wieder zurück zu den Treppen und steigt diese hinab, bis ihr das Zwischending erreicht. Die normalen Treppen? Okay. Ich gucke jetzt hier nochmal ganz kurz, aber hier waren wir jetzt auch schon mehrmals. Okay. Also zurück zu den Treppen von da aus, wo wir mit diesem Irving nochmal gesprochen hatten, dann wahrscheinlich, ne? Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz hoch. Hier knarzt und knallt es überall. So. Gut, wir waren hier. Okay, wir gehen jetzt mal die Treppen runter. Wir waren ja auf dieser Etage. Nicht ganz, wo das... Nicht ganz nach unten, wo die Rezeption ist, sondern schaut euch den Bereich... Ach, so einer. Kann das sein? Kann das sein? Okay, warte. Ich guck mal ganz kurz hier, aber ich habe es, glaube ich, kapiert, eventuell.
Das ist dann wahrscheinlich so, ach ja, jetzt weiß ich wieder, wo es ist. Check. Das ist das hier. Ja, genau, das ist der Zwischenbereich. Yes. Danke, Jenny, fürs Nachschauen. Sonst hätten wir hier noch Stunden gesucht. Oh. Nein. Hier sind Puppen. Ihr seid brav, oder? Oh. Was ist denn hier? Irving? Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? But why my hockey stick? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving ist weg. I swear, I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Okay. Das ist unser Hockeyschläger. Und irgendjemand hat das aufgebaut, um vielleicht hier einen Hinweis zu geben, dass Rachel nicht, Selbstmord begangen hat. Ich finde das ja mal übelst creepy hier. Die hier ist so eine Schneiderpuppe, ne? Das hier können wir nicht bedienen. Where are you, Nicole? It's about time. Did you hear my messages? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? Ich verstehe nicht. What? Are you drunk? Keep going. Hello? Mach weiter. Hello, Irving. Okay, ist das unser Ziel, hier Türen zu öffnen? Was mich aber gerade so ein bisschen erschreckt, sind hier die Schuhe, die Stiefel, die nass sind auch noch. Mysteriös. Hier ist doch safe einer reingekommen. Ach, können wir nicht einfach wieder gehen? Was soll denn das? Oh. So, meine Freunde, wir machen noch eine kleine Erfrischungspause. Das Ziel ist ja heute, das Spiel fertig zu spielen und das werden wir, denke ich, auch tun, denn so lange dürfte es auch gar nicht mehr gehen, denke ich mal. Wir werden es sehen, ich weiß es nicht. Bleibt gerne dran, ist auf jeden Fall super spannend und bis gleich, ja.
Und da sind wir auch schon wieder, meine Freunde. Freut mich, dass ihr dabei geblieben seid. Und jetzt werden wir so langsam, denke ich mal, ins Finale des Spiels kommen. Wir haben ja jetzt ein paar Sachen irgendwie in Vermutung gesehen und gehört. Jetzt werden wir mal sehen, wo uns der Weg jetzt noch hinführt. Vielleicht ist jetzt die Tür da oben auch schon mal zugänglich. Ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr so erfrischt seid wie ich. So. Okay, mysteriöse Stiefel. Also jemand ist hierher gekommen, obwohl ja ein verdammter Schneesturm da draußen ist. Shit. Geht eigentlich mein Ding noch? Scheiße. Yeah. Okay. Wir sollen weitersuchen. Und wie viele Türen haben wir geöffnet, hat der Irving gefragt. Das geht ihn gar nichts an, ne? So, aber... Jetzt ist die Frage, was jetzt hier weiterhin abgeht. Okay, die Tür ist wirklich offen schon. Wir haben nichts gemacht, die wurde geöffnet. Also ist auf jeden Fall jetzt jemand hier. Der Stiefelknecht vielleicht. Jetzt auch schon reingeschneit. Okay, hier können wir nicht weiter. Ach, hier. Das ist doch belebt hier und bewohnt. Hier wohnt jemand. Safe ist hier Irving oder so. Funksprechgerät. Hello? I imagine you found my room. Ich schätze, du hast mein Zimmer gefunden. What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. Das ist alles okay. I didn't choose this path. I had to do it. Was hat er getan? What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You... Jenkins... You never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. Irving war das alles hier. You. Me? Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years, day after day. Wer ist Irving? All lies. Ob das vielleicht der Bruder von Rachel ist? I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Wer ist der? Who are you, really? I want to tell you a story. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father,
Oh, his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry at night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her for real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much. It would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. Ich habe mal die Cam ausgeblendet, damit ihr den Text auch komplett lesen könnt. Ich habe Rachel nicht gehasst. I didn't hate your sister. Wir versuchen zu deeskalieren. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. Was willst du? What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. Sag mir, was du von mir willst. Du bist derjenige. Sag mir, was du willst. To know what you want from me. You have to keep going. Du musst weitermachen, um dorthin zu gelangen, wo ich nicht konnte. You will be the new witness. Nun wirst du Zeugnis ablegen. Das schuldest du uns. To her. Man sah mich nicht, weil die Untertitel jetzt extrem relevant waren für die Aufklärung. So, haben wir eine Aufgabe jetzt. Ich muss den Attic erkunden, bevor er mich erkundet. Sie wird die Wahrheit ans Licht bringen. Den Dachboden, ja. Okay. Irving hat die ganze Zeit, er muss ja dann jetzt hier sein auch, die ganze Zeit uns von hier aus irgendwie kontrolliert, beobachtet und verfolgt. Er hat auch hier so alle Daten und so weiter. Irgendwie bestraft er uns jetzt dafür, dass er, also für das, was er denkt, dass wir Rachel gehasst haben. Aber offensichtlich war Nicole nur eifersüchtig auf Rachel. Weil der Vater von Rachel, der Vater von Nicole sehr viel Aufmerksamkeit ihr gegeben hat. Und Rachel soll wohl quasi etwas zurückgeblieben gewesen sein. Okay, hier ist der Dachboden. Sieht mega nice aus. Richtig gemütlich.
Also offensichtlich ist Rachel schon irgendwie tot. Schlüssel. Kann man nicht nehmen. Warum? Ich kann ihn noch nicht nehmen. Weil Irving hat ja jetzt auch gerade gesagt, sie an dem Tag, an dem seine Schwester mit ihrem Leben bezahlen musste. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel. Who are you talking about? In the air we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Was? Finde raus, was Rachel sagt. Sie ist hier. Claire. Claire war die Mutter, oder? Ich bin ja schon ein bisschen beeindruckt. Ranking. Rachel Leonard. Ich bin wirklich ein bisschen beeindruckt, wie diese Story hier eine Wendung genommen hat. Aber Irving war tatsächlich... Er war so ein bisschen simpig drauf, aber nie so 100% vertrauenswürdig, finde ich. Wir haben einen Schlüssel mit der Bezeichnung Claire. In Claires Auto ist unser Ziel. Okay. Ja, das... Mit Irving im Nacken, oder was? Claire ist die Mutter. Okay, also wir sollen jetzt zum Mutterauto gehen. Oh oh. Okay.
Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Wir müssen jetzt die letzte Tür öffnen. Was ist das denn? Eine Decke. Wir haben eine Decke gefunden. Was ist in dieser Decke? Wasch sie, wasch sie, wasch sie. Okay, wir müssen zum Waschraum. Boah, ist das spannend. Die zögern das jetzt ganz schön hinaus. Oh, das ist hier ja irgendwo, ne? Die Decke. Hat hier gerade einer Herb gesagt? Wasch sie. Waschmaschinen. Wie wasche ich die denn jetzt? Hä? Ich hätte jetzt gedacht, hier einfach. Wasch sie. Ich kann aber nichts anklicken. Hier? Ja, Waschbecken. Was soll das schon sein? Blut? Waschbecken. Zahnspange. Oh God. How could I have forgotten? I saw Ich everything. habe alles mit angesehen. Ich war da. I was there. Alle Teile des Puzzles lagen direkt vor meinen Augen. A kid's eyes. Den Augen eines Kindes. Es war dieselbe Nacht. Dieselbe Nacht wie das Hockeyspiel in Missoula. With the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled.
And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. No, I don't. Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... Die Mutter hat wahrscheinlich Rachel umgelegt. Mit ihrem Hockeyschläger. I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her. In the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. Unfassbar. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? No, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. You're the only one left. Don't leave me here alone. I'm scared. It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. In another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Irving? Irving? I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there?
that you? Gehe ich denn ran? Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally, I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. For this kind of decision... I'm back home. And I have to stay here. Forever. Wait a sec, let's talk. Oh, there's also my fee. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day. But they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Wait. I did all that you asked me. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. I don't want to die. It's getting dark. I can't see the light. I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes, like a whole family. No more anger, just love. Das war jetzt sehr verwirrend alles. Also Rachel wurde nicht oder hat sich nicht selbst umgebracht, sondern wurde von der Mutter von Nicole umgebracht, weil die irgendwie was gegen diese Beziehung logischerweise von dem Vater und der Rachel hatte.
Und ohne dass Nicole das wusste, dass da eine Leiche im Kofferraum von der Mutter liegt, hat die Mutter die Nicole zu einem Hockeyspiel gefahren und dann sind die hin und her gefahren damit. Irving hat sich umgebracht, ist quasi in die Kälte rausgegangen, hat sich da irgendwo, ist ja wahrscheinlich einfach kollabiert dann. Die haben ja was von minus 20, 30 Grad erzählt. Crazy. So, Nicole wollte sich jetzt auch umbringen. Ich konnte das aber stoppen. Ich weiß nicht, ob die sonst draufgegangen wäre. Ja. Sehr gutes Spiel, muss man sagen, wie es ist. Diese Horror-Momente, die es hatte, als nicht ganz Horror-Game, waren natürlich ganz schön crazy, gerade für mich so. Weil die ja, also wir haben ja hier nicht einen anderen Menschen gesehen. Also nur auf Bildern, nicht mal in Erinnerungen so richtig, immer nur auf Bildern. Und wir waren da quasi jetzt die ganze Zeit alleine in diesem Game, alleine in diesem ganzen System drin. Und das ist schon verdammt gut umgesetzt. Also das ist halt mal wieder ein gutes Beispiel. Selbst wenn es super storylastig ist, muss man nicht ständig 1 Million Briefe irgendwo verstecken und die durchlesen. Das ist machbar, dass eben 2 Leute sich darüber unterhalten und so die Geschichte zum Beispiel an den Zuschauer, an den Spieler dann rankommt. Und das ist für mich persönlich ein Optimalfall. Es war jetzt auch nicht zu langatmig, muss man sagen. Wir haben jetzt effizient 3 Stunden 45, wir haben schon 4 Stunden haben wir schon dran gespielt. Bei uns ist ja ein bisschen länger. Manche, also die meisten spielen wohl angeblich so um die 3 bis 4 Stunden. Wir haben jetzt auf 4 Stunden geschafft. Ist schon gut, finde ich in Ordnung. Und es gab jetzt keine großartigen Momente, wo ich sagen muss, jetzt wird es so langsam langweilig. Wir sind halt, es war schon so ein bisschen ein Wandersimulator, geh nicht dahin, geh dahin, hol dir das, such mal das. Und das hat das Spiel aber auch durchgehend so durchgezogen, wo man sagt, okay, gut, das ergibt dann auch einen gewissen Sinn. Ich hätte mir so mal noch einen Ausflug irgendwie nach draußen kurz gewünscht. Allerdings haben sie das ja am Anfang schon ausgeschlossen, indem sie halt gesagt haben, dass es halt super kalt da draußen ist und dass nur der Tod da draußen wartet. Aber ansonsten muss ich sagen, eines der besseren Spiele auf jeden Fall, die wir uns angeschaut haben. Ist übrigens das 80. Video bei mir, irgendwie auf der Seite. Und ja, das ist auch gar nicht mal so schlecht mittlerweile, so viele Clips, so viel Auswahl auch zum Schauen. Ach, guck mal. So witzig ist im Hintergrund noch zu sehen. Ja. Ansonsten war das bisher sehr schön und es hat mir sehr gut gefallen. Ich bedanke mich sehr, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet auch damit so viel Spaß wie ich am Ende und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, was dann der kommende Montag sein wird um 21 Uhr, wieder mit einem neuen Spiel. Genau, und ansonsten bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als ein schönes Wochenende noch für euch und ja, see you. Bleiben Sie gut. Ciao, hauen Sie rein. Dieser Stream wurde dir präsentiert von Omas Hanf. Die leckere Nervennahrung, wenn es stressiger wird. Hol dir jetzt die veganen Hanf-Dinkel-Schoko-Kekse für deinen nächsten Streamabend. Jetzt auf omashanf.de.